Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal, und ich habe mal wieder die Ehre, ein TV-Gerät hier auszupacken und ja, einen kleinen Mini-Test zu machen, bevor der Fernseher hier dann zu seinem rechtmäßigen Besitzer überwechselt. Und wenn ihr auch sehen wollt, wie ich den jetzt hier auspacke und dann mal kurz anteste, dann freue ich mich, wenn ihr hier dranbleiben würdet. Und ich würde jetzt aber auch sagen, wir wechseln die Perspektive, holen jetzt das TV-Gerät hier raus. Also dann, auf geht's. Nochmal ganz kurz hier uns den Karton angeschaut. Dieses Gerät ist also von TCL oder TCL. Das Betriebssystem hier drauf ist tatsächlich das Fire OS. Habe ich noch nie gehabt. 40 Zoll, Full HD TV, ja, Alexa-fähig. Und dann sieht man hier unten Netflix, Prime Video, YouTube, Alexa, Dolby Audio, HDMI-Anschlüsse und so weiter und so fort. Und ist sogar Apple AirPlay fähig. Jetzt aber werden wir diesen Fernseher aus seiner Verpackung befreien. Ganz vorsichtig. Und hier fliegt mir schon was entgegen. Eine Tüte mit diesen Energiewerten hier. Ne, das ist leider nur F. Wir haben eine kleine Tüte mit Schrauben. Natürlich eine Fernbedienung. Dazu noch die passenden Batterien. Und dann halt noch ein bisschen Lesestoff, Garantieanleitung, ein kleines Benutzerhandbuch hier. Steht auch ganz TLC, Fire TV. Ah ja, und einen kleinen Quickstart Guide, wie man alles anschließt, also die ganzen Anschlüsse, wie man das alles machen sollte. Dann sehe ich hier schon den ersten Fuß und den zweiten Fuß. Und jetzt könnte man das ganze Ding eigentlich auch schon rausholen. Jetzt natürlich ganz vorsichtig. Und wir legen das hier mal schön auf was Weichen. Aua, langsam. Und bevor wir den uns jetzt hier etwas genauer anschauen, werde ich auch gleich mal die Füße anschrauben. So, und weiter geht's. Jetzt ziehen wir hier noch die Schutzfolie ab. Ist immer wieder was Feines. Schick. Hat relativ dünne Ränder, zumindest das auf den ersten Blick. Aber wie das Bild dann gleich insgesamt aussieht, da gehen wir gleich drauf ein. Jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier für Anschlüsse haben. Und zwar befinden die sich auf der rechten Seite, wenn man jetzt hier davor ist. Und da haben wir hier nämlich einen USB-Anschluss, einen LAN-Anschluss, eine Antenne, SAT-Anschluss, einen optischen Audioausgang, zweimal HDMI, einmal Kopfhörer, Ausgang, und das scheint AV-In zu sein. Jupp. Und natürlich so ein Kartenschacht. Kabel ist natürlich hinten auch mit dran. Und mehr Anschlüsse haben wir auch nicht, aber ich denke mal, das sollte völlig ausreichen. Und im Übrigen habe ich noch gar nicht erwähnt, das Modell ist das TCL 40 SF540. Jetzt habe ich ja gesagt, dass das ganze Gerät ja 40 Zoll ist, aber wie ist jetzt eigentlich die Bilddiagonale? Die Bilddiagonale 1,01 Meter. Ich verbinde den jetzt mit dem Strom, mache jetzt die Batterien in die Fernbedienung und dann werden wir mal das Gerät anschalten. Da wollen wir den mal starten. Hier unten sieht man schon, ne? Hier leuchtet eine weiße LED und Batterien sind eingelegt in die Fernbedienung. Sieht wirklich aus wie von so einem Fire TV Stick. Die Fernbedienung, ja, zumindest so ähnlich. Ich sage jetzt erstmal Power. Oder gehen wir mal auf Home. Jo, wir gehen mal auf Home. Okay. So schaut das also aus.
So, Ton haben wir erstmal noch gar nicht hier. Das hätte mich jetzt mal interessiert. Ich bin mal gespannt, ob man jetzt zwingend ein Konto braucht oder ob man das auch kostenlos nutzen kann. Aha. Ja, Loading. So. Okay, wir gehen jetzt erstmal. Oh, reagiert ganz gut. Natürlich Deutschland. Weiter. Netzwerkverbindung müssen wir natürlich aktivieren. So, jetzt suchen wir uns eins aus hier. Müssen wahrscheinlich dann auch noch das Passwort eingeben. Das werde ich mal schnell machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, mit dem Netzwerk verbunden. So, jetzt sucht er nach Updates. In Ordnung. Okay, das kann natürlich wieder ein bisschen dauern jetzt hier. Oh, so, das Schwarz sieht ganz gut aus. Ich denke mal, das wird auch ziemlich blenden, gerade hier, ne? Das war ja so klar, wie klare Kloßbrühe. So, das hat jetzt aber lange gedauert. Ja, egal. Ja, Netzwerk aktivieren, natürlich. Oh, jetzt die Fernbedienung hingeschmissen. Okay, Netzwerkverbindung aktivieren, natürlich. Brauchen wir ja. So, jetzt kommt der Quatsch schon wieder. Jetzt sucht er schon wieder nach Updates. Okay. Also auf alle Fälle braucht man hier ein Amazon-Konto, habe ich gerade hier unten gelesen. Kann man sich kostenlos erstellen. Also kostenloses Konto erstellen oder ein bestehendes. Ich nehme jetzt mal ein bestehendes. Okay. Gut, dann werde ich das mal machen. So, habe ich alles jetzt über die App gemacht. WLAN-Passwörter auf. Nee, das machen wir erstmal nicht. Okay, ja, Cookies Einstellung. Ja, okay. Das überspringen wir mal. Okay, das Bild sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus. Okay, wähle Apps aus. Was haben wir für Apps? Ja, Netflix nehmen wir natürlich. Das haben wir nicht, das habe ich nicht, das habe ich nicht, das habe ich nicht, das habe ich nicht. Das nehmen wir erstmal weg. Das machen wir auch erstmal weg. Den nehmen wir. Steht's doch da. Fertig. Okay. Ich mache jetzt erstmal ohne Kindersicherung. Verstanden. Nee, das machen wir jetzt nicht. Ja, wir nehmen mal mein Profil. So, okay. So sieht also Fire OS aus. Jo. Okay. Das ist jetzt alles das, was von Amazon Prime, nee, heißt das Prime? MTV. Und können dann hier oben dann halt eine Live-TV, Startseite, suchen, meine Inhalte, Eingänge, HDMI 1, HDMI 2, Antenne, SAT und kann man dann auf SAT auch gehen, okay. Halt Netflix. Gut, dann müsst ihr mich jetzt erstmal anmelden. Bis jetzt habe ich noch gar keinen Ton gehört hier. Jawohl, müsst ihr mich dann einloggen. Gehen wir mal. Ich würde sagen, wir gehen mal auf YouTube. Ja, überspringen wir mal und gucken mal, was wir hier haben. So, jetzt suchen wir erstmal, wir nehmen mal meinen Zweitkanal hier. Da haben wir ihn ja auch schon. Jetzt gehen wir mal hier rein und jetzt suchen wir uns mal was Schönes aus. Ja, zum Beispiel hier, genau gleich den hier. Wir spielen mal ein bisschen vor. Okay, ein bisschen mehr Bass könnte es nicht vertragen. Wir gehen mal in die Einstellung, wenn wir das hier gehen.
hinkriegen. Wir gehen mal zurück, komplett zurück, auf Home meine ich. Auf Home gehen wir in die Einstellung. Aha. Tup. Einstellung. Eingänge, Netzwerk, Gerätesteuerung, Apps, Ton und Bildschirm. Toneinstellung. Wir haben Standard. Ist die Frage. Wieder zurück. Ja, Bildeinstellung. Apple Airplay und HomeKit kann man hier dazu fügen. Einstellung für Ein- und Ausschalten. Audioausgabe. Fernsehlautsprecher. HDMI CEC Gerätesteuerung. Ja, gehen wir mal gucken hier. Apps, Live-TV, Fernbedienung, Geräte und Software, Benutzereinstellung. Alexa können wir dann hier, Profile können wir dann hier nochmal verwalten. Jetzt hatten wir ja umgestellt den Ton. Wir gehen jetzt nochmal auf YouTube. Hat er sich das gemerkt? Ja, klingt schon besser. Das Bild gefällt mir gar nicht mal so schlecht. Von der Sache her lässt sich alles ganz gut bedienen, geht flüssig. Ja, ist halt das Ding, dass man jetzt ein Amazon-Konto braucht. Aber naja, Fernbedienung ist top, kann ich nicht meckern, schön klein, handlich. Kommt auch hier über die Tasten gut hin hier. So passt das schon. Da kann ich jetzt echt nicht meckern. Wir können ja nochmal können wir gucken, was wir hier für Apps drauf haben. Oder was ist das jetzt hier? Ach so, okay. Meine Apps. Ach so, okay, da können wir hier Apps holen noch. Was haben wir in App Store drin? Ach ja, Spiele. Okay, wer immer jetzt hier Spiele spielen will am Fernseher, keine Ahnung. Kategorien, Nachrichtenquelle, okay. Wetter, Zeitschriften. Jo, passt schon. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sehen jetzt hier. Also, mir gefällt der TCL hier ganz gut. Wie schon erwähnt, 40 Zoll, 101 in der Diagonale. Und ob für jeden dieses Fire OS was ist, da müsst ihr selbst entscheiden oder müsst ihr selber gucken. Mir gefällt es ganz gut. Lässt sich auch gut bedienen. Ton, also Bild, die Farben, guckt es euch an. Also mir gefallen die echt super. Ton ist auch okay, da kann man noch was drehen in der Einstellung. Den Preis habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich habe diesem Fernseher ein Angebot geschossen für 214 Euro. Momentan, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, liegt er bei 260 Euro. Aber ihr wisst ja, die Preise können sich immer ändern. Noch eins ganz wichtig, dieses Modell hier ist aus dem Jahr 2023, aber trotzdem finde ich, ist das echt top. Ob jetzt, wenn jemand eine kleine Wohnung hat und ein kleines Wohnzimmer, sagen wir mal, völlig ausreichend, oder als Zweitgerät natürlich auch. Und ja, ich denke mal, ich kann hier jetzt nicht noch weiter testen. Dieser kommt jetzt zu seinem neuen Besitzer und ich denke mal, er wird damit auch zufrieden sein. So wie ich jetzt gerade momentan. Also mir gefällt das echt top. Kann man nichts anderes sagen. Jo, jetzt kommen wir aber zum Ende mit dem Video. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr dürft mich natürlich auch gerne abonnieren, wenn ihr das nicht schon habt. Ansonsten schaut doch so mal wieder mit vorbei. Und ich sage jetzt erstmal, Leute, wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao.